Ihr fragt mich einfach immer wieder nach meiner Haarpflege. Drum beginne ich hiermit eine kleine Serie zu dem Thema. So kann ich es schön übersichtlich halten und bei Bedarf beliebig erweitern. Also starten wir mit Teil 1: Inhaltsstoffe und Produkte. Ich achte recht genau darauf, was in meine Haare kommt, beziehungsweise ich habe einige Kriterien für Shampoos und Co. Manche Inhaltsstoffe vermeide ich ganz, bei einigen achte ich zumindest darauf, dass der Anteil möglichst klein ist. Je weiter hinten ein Inhaltsstoff in der Aufzählung steht, desto weniger davon ist drin. Ich erzähle euch jetzt zuerst grundlegend die Kriterien und dann zeige ich euch Beispiele für Produkte, die ich verwende. Und ich versuche alles möglichst anschaulich zu machen. Erstens Silikone. Das sind sogenannte Filmbildner. Das heißt, sie legen sich auf dem Haar ab und es entsteht ein Build-up. Das Haar darunter kann nicht ausreichend mit Feuchtigkeit und Sauerstoff versorgt werden. Der Gebrauch von silikonhaltigen Produkten macht das Haar zwar weich und leicht kämmbar, aber nur durch dieses Build-up. Das Haar unter dieser Schicht wird geschädigt. Lässt man nun das silikonhaltige Shampoo weg, löst sich der Film wieder ab und der ganze Schaden wird sichtbar. In meinem Shampoo hat das absolut nichts zu suchen. Meine Kopfhaut soll frei von sowas sein. In einer Spülung könnte man es akzeptieren, wenn man sie nicht jedes Mal benutzt, so dass sich das Silikon wieder auswaschen kann. Aber Silikone sind und bleiben Kunststoffe. Ich persönlich verwende höchstens mal ein silikonhaltiges Leave-In, wenn ich die Haare offen tragen möchte. Das verwende ich aber auch nur, weil ich mal eine Flasche geschenkt bekommen habe. Zweitens SLS, Sodiumlauretsulfat und Sodiumlaurylsulfat, beides eher aggressive Tenside. Ein Tensid braucht das Shampoo zum Reinigen, aber auf diese beiden verzichte ich lieber. Meine Shampoos enthalten alternativ Kokostenside. Es ist allerdings auch hier unterschiedlich. Nicht jeder verträgt Kokos- oder Zuckertenside. Ich persönlich komme damit klar. Auf Alternativen zum Waschen komme ich noch zu sprechen. Drittens Glycerin. In vielen Pflegeprodukten enthalten, unter anderem auch in Cremes. Das ist ein günstiger Inhaltsstoff und wird darum gern verwendet. In kleiner Dosierung hat das bei mir keinen negativen Einfluss, aber oft steht Glycerin sehr weit vorne. Dann ergibt sich bei mir nach 2 oder 3 Wäschen ebenfalls ein Build-up. Das lässt die Haare auch nach dem Waschen fettig und strähnig aussehen. Und sie fühlen sich wirklich pappig an. Folge: Glycerin geht nur, wenn es ganz weit hinten steht. Viertens Alkohol. Er kann austrocknend wirken und soll deshalb nicht auf meine Kopfhaut. In Naturkosmetik ist er aber oft zur Konservierung enthalten. Mein aktuelles Shampoo enthält auch ein bisschen. Wie bei den vorherigen Stoffen, je weniger, desto besser. All diese Kriterien erfüllen am ehesten Naturkosmetikprodukte. Darum verwende ich nur noch Naturkosmetik. Wenn ihr euch jetzt bei etwas unsicher seid, empfehle ich die Seite codecheck.info. Dort kann man die Inhaltsstoffe vieler Produkte nachlesen oder auch nur Bewertungen bestimmter Stoffe. Günstige Naturkosmetik gibt es zum Beispiel bei den Hausmarken von DM und Rossmann, Alverde und Altera. Ich selbst habe lange Zeit Alverde verwendet. Aktuell verwende ich Spülung und Shampoo von Desert Essence. Leider kriegt man es nur aus Amerika zu einem vernünftigen Preis. Das geht dafür aber schnell und unkompliziert. Links zu den Shops findet ihr in der Beschreibung. Meine aktuellen Lieblinge sind Kokos und Fragrance Free Shampoo und Conditioner. Den Himbeer-Conditioner mag ich aber auch total gerne. Was ich aber auch sehr gerne mag, ist das Golden Heart Aloe Vera Shampoo. Das erfüllt so ziemlich alle meine Kriterien an die Inhaltsstoffe. Die Produkte von Desert Essence empfinde ich allerdings als etwas pflegender. Darum erhalten sie meist den Vorrang. Ihr wisst, ich verwende auch Öle für die Haare. Hier nehme ich gern Bio-Qualität aus dem Supermarkt oder bestelle bei Behave. Gut sind zum Beispiel Kokosöl, Mandelöl, Jojobaöl, Arganöl, Babassuöl oder auch Olivenöl einfach nur. Wie ich das Öl verwende, könnt ihr in einem meiner vorherigen Videos sehen. Meine Haarkuren mixe ich gern selbst aus Ölen, Conditioner, Proteinen, Aloe Vera Gel und vielem mehr. Ein Rezept für eine Haarkur habe ich euch schon gezeigt, weitere werden folgen. Außerdem experimentiere ich zurzeit mit selbstgemachtem Kopfhautbalsam für extra Pflege und ebenso selbstgerührten Leave-Ins. Interessiert euch das? Dann sagt mir Bescheid, dann zeige ich euch ein paar Rezepte, wie man sowas ganz schnell und einfach selber machen kann. Die Haare waschen kann man mit verschiedensten Sachen. Ich nenne euch kurz 3 Methoden, die ich schon getestet habe oder in nächster Zeit testen will. Als erstes kommen wir zur Wäsche mit normalem Shampoo. Das mache ich die meiste Zeit. Wie genau ich mit Shampoo wasche, zeige ich euch nochmal extra. Das ist vermutlich die verbreitetste Art, seine Haare zu waschen, denn man kann es einfach im Laden kaufen. Vielleicht abgesehen von denen, die ich benutze. Jetzt wird es schon etwas ausgefallener. Shampoo-Bars.
Man kann sie fertig kaufen oder ganz leicht selber machen. Ich persönlich habe selbst welche gemacht und wasche auch ab und an damit. Man mischt ein Tensid, SLSA und Öl plus eventuell andere Inhaltsstoffe. Dadurch kann man genau dosieren, wie pflegend oder reinigend es sein soll. Meine sind in Muffin- bzw. Pralinenförmchen getrocknet, daher ihre Form. Beim Waschen einfach in den Händen aufschäumen und einmassieren. Als letztes jetzt noch kurz zur Wäsche mit Seife. Haarseifen kann man auch selber machen, aber nicht ganz so leicht wie Shampoo-Bars. Noch habe ich die Seifenwäsche selber nicht probiert, aber ich habe mich schon etwas informiert. Bei sehr hartem Wasser, wie bei mir zu Hause zum Beispiel, könnte die Seifenwäsche Probleme machen. Darum wird hinterher immer eine saure Rinse empfohlen, also spülen mit Essig oder Zitronenwasser. Okay, das war jetzt ein wirklich großer Haufen Informationen, aber das ist einfach die Grundlage für alles Weitere. Im nächsten Teil zeige ich euch dann alle Details und Einzelheiten meiner persönlichen Waschroutine. Also dann bis zum nächsten Mal.